Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte, Folge 26. Anthony, weißt du etwas darüber? Hast du Sophie gestern in ihrer Zelle gesehen? Ich weiß nichts darüber. Ich habe sie gestern in ihrer Zelle gesehen. Keine Sorge, ich werde sie bald finden. Sie kann mir nicht entkommen. Gut, du bist ein mutiger Polizist. Ich glaube an dich. Finde sie so schnell wie möglich. Hallo, Herr Officer. Ist alles in Ordnung? Warum haben Sie mich vorhin angerufen? Ich möchte Ihnen etwas sagen. Sophie ist geflohen. Sie ist nicht in ihrer Zelle. Was? Wie ist das möglich? Wie konnte sie von dort entkommen? Haben Sie die Überwachungskameras überprüft? Ja, das habe ich. Das Videomaterial fehlt. Ich denke, jemand hat ihr geholfen. Keine Sorge, wir werden sie bald finden. Ich wollte Sie nur darüber informieren. Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Finden Sie sie bald, Officer. Ich habe wegen ihr mein Geld verloren. Sie hat mein Leben ruiniert. Beruhigen Sie sich, Sir. Ich kann Sie verstehen. Sie wird bald hinter Gittern sein. Mein Chef wohnt hier. Ich muss mich beeilen. Mein Chef hat heute ein dringendes Meeting. Ich muss diese Akte holen. Diese Person wird bald hierher kommen. Ich muss ihm diese Akte geben. Lena, was machst du hier? Matteo hat seine Akte zu Hause vergessen. Er braucht diese Akte für sein Geschäftstreffen. Kommt Matteo zurück? Wartest du auf ihn? Nein. Er hat seinen Mitarbeiter geschickt. Er wird bald hierher kommen. Ich muss ihm diese Akte geben. Ich werde ihm diese Akte geben. Deine Mutter sucht nach dir. Du solltest mit deiner Mutter sprechen. Ach wirklich? Vielen Dank. Hier bitte. Hallo. Ich bin Alex. Herr Matteo hat mich hierher geschickt. Ich bin hierher gekommen, um eine Akte abzuholen. Ach, ich verstehe. Bitte sehr. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee oder Saft? Nein, danke. Ich muss jetzt gehen. Der Herr wartet auf mich. Lisa, kann ich jetzt gehen? Ich muss Früchte auf dem Markt verkaufen. Hast du mein neues Kleid gebügelt? Ja, habe ich. Gut, du kannst jetzt gehen.
Ich möchte schlafen. Ich muss die Äpfel sammeln und sie auf dem Markt verkaufen. Oh Gott, hilf mir. Ich will diesen Ort verlassen. Meine Stiefmutter und meine Stiefschwester hassen mich. Sie benutzen mich. Ich wünschte, ich hätte viel Geld. Eines Tages werde ich dieses Dorf verlassen. Ich werde hier nicht bleiben. Was ist das? Das ist eine Tasche. Oh mein Gott. Das ist sehr viel Geld. Träume ich? Ist das echt? Nein, nein. Ich träume nicht. Das ist echtes Geld. Wessen Tasche ist das? Was soll ich jetzt tun? Mama, hast du nach mir gesucht? Ja. Ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte ein paar neue Kleider für diesen kleinen Engel kaufen. Er ist so süß. Hast du jetzt Zeit? Können wir einkaufen gehen? Ja, Mama. Wir können jetzt gehen. Ich habe das Mittagessen gemacht. Ich habe im Moment nichts zu tun. Lass uns gehen. Ich bete immer für Matteo. Er ist ein Schatz. Er hat dir alles gegeben. Er hat auch deine Kinder akzeptiert. Du hast recht, Mama. Er ist ein Engel. Ich liebe ihn so sehr. Sie sehen glücklich aus. Wie war Ihr Meeting, Chef? Es war großartig. Ich habe ein neues Projekt bekommen. Viele Unternehmen wollen in meine Firma investieren. Es ist ein riesiger Erfolg. Ich freue mich sehr, das zu hören. Herzlichen Glückwunsch, Chef. Danke. Ich möchte Ihnen dieses Projekt geben. Sie haben viel Erfahrung. Sie müssen eine Präsentation machen. Können Sie das machen? Was? Meinen Sie das ernst? Vielen Dank. Ich werde eine perfekte Präsentation machen. Ich werde hart arbeiten, Chef. Sie können auf mich zählen. Ja, ich meine es ernst. Ich hoffe, Sie werden mich nicht enttäuschen. Oh Gott. Sie ist Lena. Was macht sie hier? Gott sei Dank habe ich sie gesehen. Sie kann mir helfen. Was soll ich jetzt tun? Sie wird mich erkennen. Ich muss etwas tun. Ich muss mein Aussehen ändern. Ich habe etwas Geld. Komm schon, Amanda. Du musst das tun. Ich muss in ihr Haus gehen. Ich will nicht auf der Straße leben. Sie geht dorthin. Das bedeutet, dass sie einige Kleider kaufen wird. Lass uns gehen, Mama. Ich möchte dir auch ein neues Kleid kaufen. Oh Gott.
Was soll ich jetzt tun? Das ist nicht mein Geld. Ich kann es nicht nehmen. Soll ich diese Tasche hier lassen? Ich kann diese Tasche nicht mitnehmen. Meine Mutter und meine Schwester sind sehr gierig. Ich muss diese Tasche verstecken. Ich werde später darüber nachdenken. Ich muss jetzt Früchte auf dem Markt verkaufen. Wo soll ich sie verstecken? Ja, ich werde diese Tasche hinter diesem Baum verstecken. Niemand kann diese Tasche dort finden. Niemand kommt täglich hierher. Das ist toll. Ich habe meine Hautfarbe und meine Haarfarbe geändert. Lena wird mich nicht erkennen. Ich werde sie anlügen. Ich brauche ihr Mitgefühl. Ich komme, Lena. Ich werde in deinem Haus bleiben. Ich will Geld. Ich habe dein Leben früher ruiniert. Ich werde es wieder tun. Geld ist mir wichtig. Ich bin kein Bettler. Danke, Lena. Mir hat dieses Kleid gefallen. Wir sollten jetzt gehen. Hey, Mädchen. Wer bist du? Warum weinst du? Geht es dir gut? Es tut mir so leid. Mir geht es nicht gut. Mein Leben ist vorbei. Ich bin ganz allein auf dieser Welt. Können wir dir helfen? Bitte erzähl uns deine Geschichte. Brauchst du Geld? Ich bin schwanger. Mein Mann hat mich für eine andere Frau verlassen. Er hat mich rausgeworfen. Meine Eltern sind gestorben, als ich ein junges Mädchen war. Ich habe meinen Bruder um Hilfe gebeten. Er hat mich auch rausgeworfen. Ich will mein Baby nicht aufgeben. Diese Welt ist grausam. Ich bin keine Bettlerin. Ich lebe seit 2 Wochen auf der Straße. Oh Gott. Es tut mir so leid, das zu hören. Ich kann deinen Schmerz fühlen. Dein Mann ist ein schlechter Mensch. Er hat dich in dieser Situation rausgeworfen. Wie kann ich dir helfen? Es tut mir so leid. Brauchst du etwas Geld? Du musst stark sein. Du solltest an dein Baby denken. Ich brauche kein Geld. Ich bin keine Bettlerin. Ich brauche einen Job. Kannst du mir in diesem Fall helfen? Ich werde alles für mein Baby tun. Bitte hilf mir. Mama, ich fühle mich so schlecht für sie. Was soll ich tun? Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Bitte hilf mir. Ich kann kochen. Ich kann den Abwasch machen. Bitte gib mir einen Job. Ich brauche ein Dach über dem Kopf. Mach dir keine Sorgen.
Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Ich werde dir helfen. Du kannst bei mir bleiben. Du kannst in meinem Haus arbeiten. Ich werde dir ein angemessenes Gehalt geben. Was sagst du? Wirst du mit uns kommen? Was? Bist du sicher? Vielen Dank. Gott segne dich. Du bist ein Engel. Lass uns jetzt gehen. Du brauchst eine Dusche. Ich werde dir ein paar neue Kleider geben. Frische rote Äpfel sind verfügbar. Kommt und holt frische Äpfel. Ich verkaufe frische Äpfel. Kommt her und holt frische Äpfel. Hallo, Frau Luisa. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Sind diese Äpfel frisch? Ja, das sind frische Äpfel. Möchten Sie diese Äpfel kaufen? Sie kosten nur 2 € pro Kilo. Oh, wirklich? Ich möchte gern 2 Kilo von diesen Äpfeln kaufen. Hey, Süße, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Schäm dich. Was machst du hier? Lass mich in Ruhe. Warum, Liebling? Ich bin hierher gekommen, um dich zu sehen. Du bist sehr hübsch. Ich fühle mich so schlecht für dich. Ich weiß, dass deine Stiefmutter dich nicht mag. Ich werde dich beschützen. Ich mag dich sehr. Du solltest dich schämen. Schau dein Alter an. Ich will nicht mit dir reden. Du neckst mich jeden Tag. Ich hasse dich. Ich mag dich nicht. Du weißt, dass ich allein lebe. Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Ich will mit dir schlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.